Okay, jetzt zur Inbetriebnahme. Erstmal die Einstellung von X- und Y-Achse. Da habe ich jetzt den Strom auf 5,7 Ampere Peak gestellt, den Haltestrom habe ich auf einen halben Strom gestellt und Microstepping habe ich jetzt aufs Maximum, also die 51.200. Ich habe da mehrere Einstellungen schon versucht, bin ein bisschen rumgefahren und MyPlasm, die Software, hätte jetzt für meine Übersetzung empfohlen die 12.800. Ich habe jetzt hier schon, wie man sieht, ein paar Zeichnungen auch gemacht. Also ich hatte das Gefühl, dass es am besten eben mit den 51.200 ging. Und Strom hatte ich auch schon mal auf dem Maximum. Da hatte ich dann aber auch immer, ja, oft Wackler oder Vibrationen drauf. Zur Einstellung von der MyPlasm. Also ich habe jetzt hier auch die Microsteps eben von X und Y auf 51.200, die Z-Achse auf 1.600 und da am Tisch ja bei der langen Achse 2 Motoren verbaut sind, eben hier noch bei der Axis Function die Inverted Y-Achse noch eingestellt. Ja, Höhe bei Bewegung, Maximum vom Brenner, habe ich mich jetzt nicht so viel damit beschäftigt, weil ich jetzt erstmal ohne Plasma das ganze Portal einstellen werde. THC-Geschwindigkeit ist auch noch 90 drin. Dann zum Reiter Maschine. Da habe ich jetzt mal als XY maximale Geschwindigkeit 10.000, also 10 Meter pro Minute. Handgeschwindigkeit 5 Meter pro Minute, also die 5000. Dann die XY Sicherheitsgeschwindigkeit auf 1000. Mit der Rampe habe ich auch schon ein bisschen rumgespielt, die habe ich jetzt mal auf 20 gestellt. Weiß ich auch noch nicht, ob ich das dann so lassen werde oder noch anpassen werde. Ja, von der Z-Achse 2500 Z maximale Geschwindigkeit, 250 Handgeschwindigkeit, 200 Sicherheitsgeschwindigkeit und die Beschleunigung habe ich hier, glaube ich, auf dem Standardwert von 30 gelassen. Mit der Z-Achse hatte ich auch überhaupt keine Probleme. Also die habe ich, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob ich da überhaupt was verstellt habe. Die Software mit Limit-Achsen habe ich aktiviert und mal grob jetzt erstmal eingestellt auf 1x2 Meter und bei der Z-Achse die 9 cm erstmal. Dann habe ich hier bei Grundstellung die Endschalter aktiviert, dass ich dann quasi eine Referenzfahrt machen kann. Die Geschwindigkeiten für die Referenzfahrt sind bei X und Y auf 1000 bei mir jetzt und bei der Z-Achse bei 500. X und Y Weg pro Motorumdrehung habe ich jetzt ausgerechnet, dass das eben die 166,41 sind. Ich habe es jetzt aber noch nicht auf einen Millimeter nachgemessen, bloß mal grob mit dem Meterstab, ob er ungefähr den Weg fährt. Ja, und bei der Z-Achse einfach nach der Spindel die Einstellung, die 4 Meter pro Umdrehung, 4 Millimeter pro Umdrehung. Dann im Reiter Funktionen. Ich habe jetzt erstmal das Touch Omic Sense und Floating Head Switch deaktiviert zum Zeichnen. Die Detection Height auf 15 mm, also dass er quasi auf 15 mm langsamer fährt mit der Z-Achse. Ja, Omic-Korrektur ist, glaube ich, Standardwert. Die Endschalterkorrektur hatte ich bei mir jetzt schon mal rausgemessen. Das sind ungefähr die 1,44 mm. Und der Detection Speed ist jetzt hier 200
Also quasi ab der Höhe von 15 mm fährt er dann mit einer Geschwindigkeit von 200. Dann Einstellung Schneidgeschwindigkeit 2. Also alle Objekte, die kleiner sind als 20 mm, schneidet er eben mit der Schneidgeschwindigkeit 2. Da habe ich jetzt die 20 mm eingestellt. Und bei den Parkfunktionen hier habe ich mir jetzt einfach die 4 Ecken von dem Portal eingestellt. Also von F1 bis F4. Dass ich mit den Tasten quasi quer über den Tisch fahren kann und jede Ecke anfahren kann. Im Reiterprogramm, den habe ich auf Standard gelassen, da habe ich nichts verstellt. Die Sprache halt auf Deutsch, aber ansonsten ist das alles gleich geblieben. Dann hier in der Oberfläche selber. Ich habe jetzt mal eine Schneidgeschwindigkeit 1 von 6 Meter pro Minute eingestellt. Schneidgeschwindigkeit 2 Meter pro Minute. Die Schnitthöhe habe ich jetzt auf 0 mm gestellt, da ich ja eben mit dem Stift jetzt erstmal zeichnen will. THC ist ausgeschalten. Ja, Einsteckhöhe 3 mm, das spielt jetzt eigentlich hier auch keine Rolle beim Zeichnen. Die Einstechzeit ist jetzt auch erstmal egal. Und Schwebehöhe, die habe ich jetzt auf 16 mm gestellt, wo er zwischen den einzelnen Ausschnitten dann eben auf 16 mm hochfährt. Dass ich einigermaßen vernünftig zeichnen kann, habe ich mir hier vorne sehr professionell mit Isolierband einen Stift hergeklebt. Da habe ich einfach ein Stabilo genommen und den in ein Eisenröhrchen rein. Und der passt da ziemlich genau, also der wackelt kaum. Dann habe ich oben bei dem Stabilo Isolierband rumgewickelt, dass er nicht mehr durchfallen kann. Und dann hier einfach einen Gummi drüber. Und jetzt ist es quasi wie so ein Floating Pencil. Also wenn ich hier unten quasi den Stift andrücke, dann wird der vom Gummi wieder runtergedrückt. Dass er immer mit relativ konstantem Anpressdruck dann zeichnet. Ja, das ist jetzt hier auch nicht, also es ist schon ein bisschen eine wackelige Geschichte, aber zum Zeichnen geht's schon. Dann zum Verfahren vielleicht noch. Also die Z-Achse, da habe ich so gut wie eigentlich gar nichts rumgestellt. Die fährt meiner Meinung nach tadellos. Die kurze Achse, die fährt eigentlich auch sehr gut. Das Einzige, was ich jetzt, wo ich Probleme hatte, die beiden Motoren eben von der langen Achse, wenn die lange Achse fährt, dass es sehr stark vibriert. Also das ist abhängig eben von den Microsteps, die ich einstelle, vom Motorstrom. Da habe ich schon ein bisschen rumgespielt. Es vibriert auch ziemlich stark, wenn der Riemen überhaupt nicht auf dem Motor drauf ist. Also wenn der Motor eben ohne Riemen läuft, dann sind da auch auf dem ganzen Tisch ziemlich starke Vibrationen. Da weiß ich noch nicht genau, woran das liegt oder wie ich das noch in den Griff kriege. Ich habe jetzt auch hier bei dem Motor, hier zwischen die Montageplatte und den Motor, so Gummis untergelegt, dass der einfach mechanisch ein bisschen entkoppelt ist. Also über die Schraube ist er immer noch verbunden fest, aber zumindest ein bisschen. Ich hatte auch den Eindruck, dass es ein bisschen was geholfen hat, aber nicht wirklich viel. Ja, da ist schon so ein bisschen so Testzeichnungen, wo ich mit den Einstellungen mal ein bisschen gespielt habe. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, eben diese Wackler oder diese verwackelten Linien, das ist eben wenn die lange Achse fährt. Auf der kurzen Achse, da ist das super gerade, aber sobald die lange Achse mit ins Spiel kommt, sind da eben noch so Wackler drauf. Aber vielleicht fahre ich auch einfach noch zu schnell oder habe die Beschleunigung falsch eingestellt, da bin ich jetzt noch am Testen. Ich habe jetzt auch bei der Z-Achse diesen Floating Head hier deaktiviert, indem ich eine Einhandzwinge hingemacht habe, also dass quasi der Kopf hier fest ist, damit eben beim Zeichnen der nicht nach oben geht. Ich werde wahrscheinlich auch wieder doch die dicken Federn reinmachen,
weil ich festgestellt habe, dass ab und zu beim Hoch- und Runterfahren diese schwachen Federn diesen Floating Head immer nicht ganz nach unten drücken. Ja, den Brenner habe ich jetzt einfach dabei nach oben geschoben, dass der hier nicht im Weg ist. Und ja, dann werden wir mal was zeichnen. Vielleicht noch schnell zur Referenzfahrt von der X- und Y-Achse. Also wenn man quasi in der Oberfläche von der MyPlasson-Software dieses Ref XYZ drückt, dann fährt eben die Z-Achse so weit nach oben, bis sie den Schalter betätigt und dann wieder ein Stück runter, bis er wieder unbetätigt ist. Dann weiß er quasi oben seinen Anschlagspunkt. Und bei der langen Achse ist es das gleiche. Und da hier zwei Antriebe auf der langen Achse sind, sind hier auch jeweils die Endschalter auf beiden Seiten. Und die muss man halt erstmal so einstellen, dass die auf gleicher Höhe sind. Sonst verspannt sich natürlich die beiden Wangen, also die kurze Achse. Das heißt, ich habe das Ganze jetzt hier so zurückgezogen und habe mir hier den Abstand gemessen von der Oberfläche hier zu der Oberfläche und habe dann die Endschalter beide so positioniert, dass sie hier ja, das Metallteil berühren auf beiden Seiten, und habe dann eben diese Referenzfahrt gemacht. Und dann habe ich nochmal hier gemessen, eben wie groß der Unterschied ist, und die Differenz, also um diese Differenz habe ich einen von den beiden Endschaltern eben in die jeweilige Position verschoben. Und jetzt, wenn ich quasi immer eine Referenzfahrt mache, dann fahren beide Endschalter, fahren beide Achsen oder beide Wangen so weit zurück, dass sie auf der gleichen Position sind. So, ich habe jetzt händisch einfach mal die Z-Achse hier rüber geschoben, dass sie schon nah am Nullpunkt ist. Also der Endschalter ist noch ein Stück entfernt und bei der langen Achse genauso. Der Z-Endschalter hat auch noch keinen Kontakt. Und jetzt werde ich hier in der Oberfläche eben mal dieses Referenz XY anstoßen. Dazu werde ich jetzt erstmal hier oben wieder auf Verbindung Fehler klicken, beziehungsweise erneut verbinden. Dann bekommt er auch seine Verbindung. Und dann hier auf Referenz XYZ. Und dann fährt eben die lange Achse. Jetzt fährt die kurze. Die Z-Achse ist gerade gefahren, jetzt fährt eben die kurze Achse. Macht ihre Referenzfahrt. Und jetzt sieht man schon bei der langen Achse, dass es ein bisschen ruckelt. Ja, man hört schon. Er fährt jetzt hier und ist auf beiden Seiten jetzt eben so gefahren, dass er eben sich auf diesen oder nach diesen Endschaltern ausrichtet. Mit den Tasten XY kann man jetzt eben auch eine Referenzfahrt machen, nur für die X- und Y-Achse. Oder dann mit Ref Z mit der Taste dann eben nur eine Referenzfahrt für die Z-Achse. So, wir stehen jetzt bei Parkposition F3 und ich werde jetzt mal quer über den Tisch drüber fahren zu Parkposition F2, dass man einfach mal das sieht, wie sich bewegt. Ja, das scheppert schon ordentlich. Ich hoffe, dass es besser wird, wenn Wasser in der Wanne ist. Momentan ist das Ganze wie ein riesen Lautsprecher. Aber wie gesagt, das ist nur bei der langen Achse eben, dass es so scheppert. Wenn ich jetzt die kurze Achse mal verfahre, dann ist es schon nicht mehr so laut.
gesagt, jetzt werden wir mal was zeichnen. Ich fahre jetzt mittig über das Papier und werde mit der Z-Achse mit dem Stift ganz runterfahren, dass er Kontakt zum Papier hat. So, ich bin jetzt mit dem Stift auf Kontakt gefahren, so dass den quasi oben leicht rausgedrückt hat, beziehungsweise gegen den Gummi. Und jetzt werde ich hier mit der Taste Z0 quasi festlegen, dass das die Materialoberfläche ist. So, ich habe das jetzt quasi diese Blattoberfläche genullt und bin mit der Z-Achse wieder ein Stück raufgefahren und ja, habe jetzt hier auch schon mal eine Datei zum Testen reingeladen. Ich werde jetzt eben mit diesem Projekt Navigationsfeld, indem ich da hier auf der Mitte drauf drücke, werde ich ihm jetzt sagen, dass der Brenner in der Mitte von der Zeichnung ist. Beziehungsweise der Stift jetzt. Jetzt hat er auch hier das Fadenkreuz hergefahren. Das heißt, für ihn ist jetzt Mitte von dem Blatt eben die Zeichnung. Und jetzt, wenn ich die Shift-Taste gedrückt halte und auf den Play-Button drücke, dann fährt er das Ganze als Simulation ab. Das heißt, er steuert keinen Brenner an, sondern fährt einfach dann auf die Schnitthöhe 0, die wir über dieses Z0 quasi dann auch definiert haben, und zeichnet das Ganze. Und das werde ich jetzt einfach mal starten und dann schauen wir mal. Also man hört schon auch, wenn die lange Achse viel oder schnell mitfährt, dass sich dann einfach auch anders anhört. Dass eben diese Vibrationen da so drauf sind. Man kann wahrscheinlich das auch noch mit der Beschleunigung und der Fahrgeschwindigkeit, denke ich, optimieren. Ja. Also zum Ergebnis. Ja, also es sind schon so Wackler mit drin. Ob man das Ganze beim Plasmaschneiden bemerken wird, ist fraglich. Ich denke, für den Anfang ist es schon okay. Man kann es sicherlich noch optimieren. Vielleicht noch auch zur Inbetriebnahme. Also ich würde jedem empfehlen, bevor er die Software hier an der Anlage testet, im Vorfeld einfach mal den Controller und die Motoren zusammenstecken und die Motortreiber und einfach mal mit der Software ein bisschen spielen, mal die Motoren drehen lassen, dass man ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt. Und vielleicht auch, wenn man es dann an der Anlage testet, erstmal ohne Riemen, also die Riemen mal weglassen, die Motoren ansteuern, schauen, ob die sich in die richtigen Richtungen drehen, vor allem bei der langen Achse, dass die beiden Motoren
eben gegenläufig sind. Sonst wird sich ja hier das ganze Portal verspannen. Ja, und mit kleinen Geschwindigkeiten erstmal anfangen. Immer ein bisschen Sicherheitsabstand halten. Den Notaustaster trittbereit. Ja, und vielleicht am besten auch zu zweit. Dann kann immer mal einer eingreifen, falls was sein sollte.